Hessen. Heute erwartet uns ein bewölkter Samstag mit Höchstwerten bis zu 24 Grad. Packt den Grill aus und stellt das Bier kalt, denn heute ist das perfekte Wetter zum Grillen oder um mit der Familie oder zu arbeiten. Was ist nur aus dir geworden? Als ich klein war, hatte ich noch ganz andere Vorstellungen, wie mein Leben werden sollte. Ich wollte Prinzessin werden. Oder wilder Kerl. Und natürlich würde ich alles anders machen als meine Eltern. Oh shit! Ich wollte nie so werden wie alle anderen. Mein Name ist übrigens Jay. Ich bin mittlerweile sage und schreibe 23 Jahre alt und habe in meinem Leben bisher nichts erreicht. In der 12. Klasse habe ich das Abi abgebrochen und mich auf meinen damaligen Traumjob gestürzt. Seitdem arbeite ich als Eventmanagerin oder eher Weddingplanerin. Der absolut größte Fehler meines Lebens. Wer geglaubt hat, dass die Braut an einer Hochzeit das Nervigste ist, hatte noch nie mit Brautjungfern zu tun, den Gremlins der Menschheit. Am Anfang noch lieb und nett, aber wehe, man fängt an zu planen. Das ist, als würde man sie nach Mitternacht füttern. Und mit den 4 schlimmsten von ihnen musste ich auf dieser Hochzeit arbeiten. Da hätten wir die Hilfsbereite oder eher die Besserwisserin, die die einzige ist, die sich in die Sache reinhängt, als wäre es ihre eigene Hochzeit und die den anderen mit ihren ständigen Ideen ziemlich auf die Nerven geht. Dann wäre da die Nichtstuerin. Sie interessiert die Hochzeit überhaupt nicht, heimst aber am Ende gerne das Lob ein. Die Heulsuse, die mehr heult als die Braut selbst. Und zum Schluss die Meckerziege, die an allem etwas auszusetzen hat, angefangen bei der Farbe der Kleider. Zwischen ihr und Hilfsbereit gab es auch schon die ein oder andere Auseinandersetzung. Einzig die Braut ist zuversichtlich und fröhlich. Tja, und eigentlich wollte ich immer an ihrer Stelle stehen. Ich hatte mir immer gewünscht, den Mann meiner Träume zu finden und für immer mit ihm zusammen zu sein. Aber das Leben spielt nun mal leider nicht so. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als an dem Glück anderer zu arbeiten. Nicht zum Kleid, die Brille. Die Brille bleibt auf. Nein, Doch. das geht nicht so. Schau dir erst die Schleife an. Du kannst doch Kontaktlinsen tragen. So, ich will meine Brille. Die passt aber nicht zum Kleid. Zurück. Das ist egal. Los, kommt, ihr müsst jetzt raus. Komm. Wie oft war ich schon an dem Punkt, an dem ich nicht mehr weiter konnte, es aber musste? Wie oft hatte ich gute Miene gemacht, während um mich herum und in mir drin alles zu zerbrechen schien?
Mann, oh Mann. Guck mal, ich habe noch was für dich zu Hause gefunden. Das ist ja schön. Ja, ich dachte, das passt perfekt zum Kleid. Danke. Gerne. Oh ja, es passt perfekt. Danke, Jay. Gerne. Für alles. Na komm. Zu oft, um noch sagen zu können, alles hätte einen Sinn. Tja, das war also mein Leben. Obwohl ich wirklich alles versucht hatte, nicht so zu werden wie alle anderen, hatte ich mein kindliches Denken verloren. Und auch meine Jugend schien einfach so weg zu sein. Mir war schon lange egal, was andere in mir sahen. Ich rannte keinen Männern mehr nach, wenn es sowieso nicht lange halten würde. Und ich suchte mir keine Ausflüchte mehr aus dem Alltag. Wie oft hatte ich mir vorgestellt, ich sei einer der Figuren aus meinen Büchern und würde zusammen mit den Rebellen gegen das Böse kämpfen. Wir liegen hier jetzt schon seit Stunden. Können wir nach Hause? Ich bin klatschnass. Und es geht wieder los. Was soll das denn jetzt heißen? Tag für Tag liegen wir hier rum, warten auf die Postkutsche, nur um zu überleben. Und du kriegst es nicht hin, dich 5 Minuten lang nicht zu beschweren. Weißt du, was du bist? Eifersüchtig. Du konntest es noch nie ertragen, dass ich in allem besser war. Selbst nicht, als du dich in dieses... Lass mir aus dem Spiel. Du bist also immer noch... Sieh es ein. Wer will schon jemanden wie dich? Du bist nur ein jämmerlicher, nicht sozialer Bastard. Haltet verdammt nochmal die Klappe! Die Postkutsche. Was denn jetzt schon wieder? Die Postkutsche kommt nicht mehr. Achsenbruch, 12 Mann. 12! Das sind mehr als sonst, die machen uns platt. Aber wenn wir jetzt angreifen, dann haben wir den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Okay, du gehst ins Lager und holst Verstärkung, Jakob. Und wir halten sie auf. Manchmal glaube ich, dass ich schon während der Schulzeit diese kindliche Fantasie verloren habe und mit ihr vergaß ich einen Teil von mir selbst. Denn je älter ich wurde, desto wichtiger wurde die Schule und desto mehr vernachlässigte ich meine Freunde und Leidenschaften. Ich wurde wunschlos und ohne Wunsch kein Traum. Schatz, ich bin zu Hause. Was möchtest du denn essen? Hey, ich bin da. Hi! Wollen wir was vom Döner oder wollen wir den neuen Italiener ausprobieren? Ist mir egal. Was will Nick? Ah ja, habe ich vergessen zu erwähnen. Ich lebe in einer WG mit 2 Männern, Nick und Dennis. Wir könnten nicht unterschiedlicher sein, da wäre der treue, fürsorgende Dennis, ich Ordnungsfanatikerin und Nick und seine neue, frag mich nicht, wie sie heißt, wollen nichts. Nick, der jeden zweiten Abend eine neue abschleppt. Ja, hi, Jay. Bin gleich wieder weg. Nehme ich mir mal mit. Ihr wisst schon für was. Alter, geht's noch? Hast du die schon mal genommen? Sag mal, hat einer von euch beiden meine Boxershorts gesehen? Was? Die müsste irgendwo hier rumliegen. Ah, da ist sie ja.
geh ins Bett. Und das Essen? Nach dem Auftritt? Wie sehr hatte ich mich doch verändert. Von dem fröhlichen Mädchen von früher war kaum mehr etwas übrig geblieben. Damals hatte ich solche Treffen mit Freunden geliebt, so viele selbst organisiert. Und heute? Heute liebte ich sie immer noch. Konnte es sein, dass ich mich vielleicht doch nicht so sehr verändert hatte, wie ich glaubte? Ich liebte nach wie vor dieselben Dinge und war mir selbst treu geblieben. Und auch, wenn sich meine Wünsche und Träume im Lauf meines Lebens geändert und nicht immer erfüllt hatten, waren sie doch das Einzige, was mich zu der Frau machte, die ich heute war. Ich muss los. Vielleicht geht es ja im Leben genau darum, nicht zu wissen, wie sich alles entwickelt, aber immer seinen Träumen zu folgen, auch denen, die wir schon als Kinder hatten. Ist es nicht das Kind in uns, das uns immer wieder antreibt, uns das Gute in der Welt sehen lässt? Viele haben sie vergessen, ihre Kindheitsträume. Manche kannten sie noch nie und einige haben sie verdrängt. Doch egal, ob man sich ihrer bewusst ist, man arbeitet doch immer auf sie hin, bis man am Ziel ist. Alles hat einen Sinn, nämlich unseren ganz eigenen Kindheitstraum zu erfüllen. Vielleicht werden wir ihn nie erfahren, vielleicht aber auch schon so früh, dass wir unseren Traum leben können. Doch bis dahin dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Denn wer weiß, vielleicht wartet er ja in der nächsten Entscheidung, die wir treffen. Die beste Zeit ist nicht etwa die als Kind, als Jugendlicher, Erwachsener oder Rentner. Die beste Zeit ist jetzt, denn jetzt haben wir unser Leben selbst in der Hand. Nice crunch smile, everything is fine. God's next to you. Candy breakfast everywhere, chocolate winning on soccer too. The reality is a little bit different. I don't have a crowd. I like to work and I'm all alone. That's what I've never felt. But I will never stop dreaming. No, I will live my dreams. And no matter what you will do, the child of me is happy. Wake up, say I'm not the queen, me no servants at my side. Where I see my real divinity, my future seems so bright. Should have killed her.